Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns Inside Lindnerhof. Wir sind heute bei Lindnerhof Taktik vor Ort eingeladen worden, freuen uns sehr. Eigentlich sind wir hier mit dem Geschäftsführer verabredet für ein Gespräch, aber irgendwie ist er nicht da. Vielleicht muss ich das Ding jetzt doch alleine machen oder wir warten einfach noch ein bisschen. Obacht, Seil! Ich glaube, da kommt er gerade. Jakob, Servus! grüß dich. Hallo, Ja, herzlich willkommen. Ja, das ist der Jakob von Lindnerhof Taktik, aktuell der Geschäftsführer. Und Jakob wird uns, denke ich mal, kurz ein bisschen was zur Geschichte erzählen. Jakob, du bist ja nicht seit Anbeginn der Zeit dabei, aber schon relativ lange jetzt doch schon bei Lindnerhof. Richtig, ja. Erzähl uns doch ein bisschen was über die Geschichte mal Gerne. kurz. Ja, also hallo zusammen. Wie gesagt, ich bin der Jakob Kohlbeck, Geschäftsführer von der Firma Lindnerhof. Ich bin seit 2018 Teil der Firma. Und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, gibt es die Firma schon etwas länger. Also wir haben schauen jetzt in das 16. Jahr der Firma. Und so eine Firma hat natürlich auch eine Geschichte. Ja. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, wir wollten ja anfangen da bei der quasi allerersten Nähmaschine, mit der wir hier die Produktion gestartet haben. Und das hat tatsächlich beim Sepp Six zu Hause am Küchentisch stattgefunden. Ja. Also da hat er irgendwann dann mal gesagt, okay, jetzt irgendwie alles mit der Hand nähen, das ist auch Fahrt. Ja. Er hat sich dann die Industrienähmaschine, eine gebrauchte, gekauft und hat dann aber am Küchentisch konstruiert, die Zuschnitte gemacht, sehr zum Leidwesen seiner Frau, der Liesel, und hat dann das Materiallager irgendwie noch im Keller und in der Garage gehabt und. Und dann ging es halt los. Im Jahre 2006 ist das passiert. Und dann ging es los mit dem ersten Mitarbeiter in 2010. Ja. Dann kam die GSG 9, ist dann irgendwie auch in Lenggries gelandet und seitdem einer unserer treuesten Kunden. Und das ist heute noch so, wenn die GSG 9 bei uns im Hause ist, dann wird hier alles stehen und liegen gelassen und wir kümmern uns um die. Also nach wie vor ist die Behörde quasi ein wichtiger oder der wichtigste Kunde letztendlich. Ne? Absolut. Ich meine, ihr macht auch Endkundengeschäft, das wissen wir ja, aber genau. Das Behördenwesen ist euch immer ein Anliegen gewesen. Genau, das war über die Jahre, war das so. Also wir haben uns im Prinzip einmal auf den Behördenmarkt halt versteift. Dann kamen noch weitere Kunden dazu. Ich meine, das ist jetzt auch, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man sagt, dass das KSK diverseste Plattenträgersätze, die kamen von Lindnerhof, inklusive den Taschensätzen dazu und. Und das war so im Bereich Dachraum, war das okay, man ist da gewachsen, dann kam irgendwann mal die 5 Millionen Euro Umsatzmarke, dann die 10 Millionen Euro Umsatzmarke und dann haben wir auch in 2015 dieses Gebäude hier bezogen. Also das war früher weit nicht so fancy, wie es heute war und dann ging es eben gerade weiter. Dieses Gebäude hier, das ihr heute da besuchen werdet, das ist zum Beispiel in 2015 ist das mit 50% Reserve für Personal geplant gewesen. Das war 2 Jahre später schon wieder komplett obsolet, war schon Dachgeschoss ausgebaut und. Weil es eigentlich kontinuierlich weiterging, die ganze Klamotte. Und was wir dann gemacht haben, wir haben letztendlich in 17 sind wir ja einmal gekauft worden von der Firma Mela Vario und sind seit 17 Mitglied, sage ich mal, der MVS-Gruppe, die da besteht aus der Mela Vario System GmbH. Die widmen sich hauptsächlich der Produktion von Schutzwesten, aber im Schwerpunkt halt der Ballistik. Dann haben wir die Firma Mela Law Enforcement, die letztendlich sich so Handschuhe als Thema nimmt, Körperschutz, Schlagschutzausstattung, Riot Gear. Dann haben wir die Firma Mela Engineered Defense in Königslutter. Die panzern dir deine Karre, wenn du es haben willst. Okay, ja. Also alles rund um den Schutz. Ja, genau, Plattformschutz. Also da geht es um Gebäude zum Beispiel, es geht um Schiffe, um Fahrzeuge und so weiter. Und klar, die Firma JUFPRO in Slowenien, mit der da haben wir eine gemeinsame Liebe füreinander entdeckt. Ja, man ist sich einfach unglaublich nah vom Mindset her und so weiter und wie man auch an die Sachen rangeht. Und mit denen haben wir die ein oder andere Kooperation jetzt gestartet und das werden wir jetzt dann im September dann auch sehen. Ja? Ich würde mich freuen, wenn wir da dann auch noch was dazu sehen, irgendwie auf YouTube. Ja, ich denke schon. Ja. Lindnerhof hat sich ja dazu entschlossen, auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu treten. Ja. Magst du vielleicht dazu auch noch was sagen? Ja, ist total witzig. Sehr ruhig in den letzten Jahren. Ja, genau, ist total witzig. Wir haben nach 15 Jahren das Marketing für uns entdeckt. Genau, und ich
habe jetzt sage und schreibe schon irgendwie 500 Abonnenten auf YouTube. Hey, super. Ja. Und bin damit auch Influencer. Ja. Also ich bin aber nicht käuflich. Ja? Ja. So, nee, Spaß, Ende. Also was wir halt machen wollen, wir hatten es eingangs gesagt, die Ausrichtung auf den Behördenmarkt. So, und dann haben wir gesagt, naja gut, ich habe jetzt irgendwie im Musterlager 5.500 Designs liegen und wir haben halt schon irgendwie so auf High-Quality-Gear, also unsere Online-Plattform, haben wir da schon mal Produkte angeboten und wir haben ja auch unsere Partner damit an Bord wie Eberle, Stock, Mystery Ranch und Salomon, alles gut, aber wir haben es immer so halbgar gemacht. So. Und ich habe dann irgendwann mal die komplette Verantwortung übernommen für die Firma als alleiniger Geschäftsführer. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch einfach die Sachen, wenn dann auch richtig anpacken, also sprich jetzt irgendwie mit Halbgas fahren, das bringt ja auch keinen weiter. Und dann haben wir uns konsequent diesem Thema, ich nenne es bei Lindenhof immer Commercial, gewidmet, also sprich dem Thema, wie arbeite ich mit Händlern im B2B-Bereich, aber auch mit Endkunden im B2C. Ja? Und das ist einmal konsequent, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen so ein Best-of aus unserem Behördensortiment. Also sprich, die Artikel, die wir da anbieten im Onlineshop, die sind letztendlich in irgendeiner Art und Weise abgeleitet aus irgendwelchen Bedarfen, die Sondereinheiten an uns irgendwie geäußert haben und die wir dann umgesetzt haben und wo man dann gesagt hat, gut, ist das jetzt irgendwie was für einen kommerziellen Markt? Und man sagt, ja, alles klar, das passt ja im Sinne von, dass du letztendlich bei uns dann Sortiment bekommst. Also da ist immer der Plattenträger mit dabei, da sind dann Magazintaschen mit dabei, Zubehörtaschen und. Wir sind auch weggegangen von dem, dass wir sagen, ja, es gibt einmal im Jahr einen Katalog, weil ich gesagt habe, jo, da bin ich einmal im Jahr spannend und dann passiert irgendwie 11 Monate lang nichts. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass wir im Prinzip einmal von den Leuten in der Commercial-Abteilung, die haben das einmal sauber aufgeplant, das sind, glaube ich, die nächsten jetzt 20 Monate oder so durchgeplant und wo man alle paar Wochen mit einer neuen Veröffentlichung rechnen kann. Ja? Ob das jetzt immer super brandneu ist, es wird auf jeden Fall immer eine Abwechslung mit dabei sein und tatsächlich sind ab und zu ein paar richtige Neuentwicklungen auch mit dabei. Und da profitiert ihr jetzt natürlich auch von dem Zusammenschluss der Firmen, der Synergien. Ja? Gerade UFPro hat ja ein mega Videoteam hinten dran, muss ich ja wirklich neidlos anerkennen. Ja, also die Videos von UFPro, ihr kennt sie, die sind immer knallergut. Ja? Und ich denke, da kann man sich jetzt gegenseitig natürlich auch ein bisschen unter die Arme greifen und das alles nach oben voranbringen. Genau, ja, das tun wir auch. Also wir haben Marketing für uns entdeckt, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern die von UFPro, das sind halt Vollprofis, also das kann ich halt einfach nur so sagen. Und ich hätte jetzt eins machen können davor, ja, was machst du? Ja, dann musste irgendwie Marketingagentur, dann haben die aber die Firma nicht verstanden, die setzen im Prinzip ja einfach nur um. Und so haben wir jetzt quasi eine perfekte Synergie, dass die einmal verstanden haben, was ist denn Lindenhof überhaupt? Ja, ihr braucht das, das und das. Also alles klar. Ja. Somit geht quasi so eine Neuerfindung relativ reibungslos dann vonstatten. Und in diese Kerbe schlagen wir jetzt und sagen, alles klar, wenn, dann machen wir es richtig. Und ich hoffe, ja, das kommt auch gut an. Das Format heißt es jetzt, habe ich gelernt. Ja. Nee, super Konzept, gefällt uns sehr gut. Also wir sind sehr gespannt, was wir hier heute noch bei euch entdecken dürfen, was wir uns noch anschauen können. Und dann sage ich schon mal danke, Jakob. Gerne. Wenn du noch irgendwas sagen willst, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Ja, um diese Firmenführung zu machen, müsstest du dieses Fast Drop jetzt dann wieder hoch. Also ich hatte den angenehmen Teil. Ja, mal gucken, ob wir das vielleicht in den Outtakes noch irgendwo unterbringen. Alles klar. Gut, alles klar, danke dir. Gerne, schön, dass du da warst. Ja. Der Jakob hat euch jetzt einmal kurz was zur Geschichte von Lindenhof erzählt. Wir nehmen euch jetzt einmal mit hier durch die heiligen Hallen. Was gibt es hier zu sehen bei Lindenhof? Wir haben einmal natürlich hier den herrlichen Showroom für alle, die schon mal auf der IWA oder auf der Enforcetech waren. Die werden sich hier aufgehoben fühlen. Alles in Holz in diesem Style gehalten, sehr, sehr cool. Dann natürlich, wie das auch bei jeder Firma so ist, gibt es natürlich auch Büroräume, wo einfach das Personal untergebracht ist und dann geht es ins Eingemachte. Bei Lindenhof habt ihr natürlich einmal, weil die Produktion an sich nicht hier stattfindet, habt ihr hier im Endeffekt einmal die Entwicklung, wo die Produkte entwickelt werden, dann natürlich die Musterschneiderei, wo nochmal das Ganze dann zurechtgeschnitten wird, so wie das Ganze gebraucht wird, dann auch eine Kommissionierung, wo im Endeffekt auch Muster direkt an den Schneider schon vorgeschnitten, mit der Lasermaschine vorgeschnitten kommen und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist es so, dass hier die Produktion aufgrund der Menge im europäischen Ausland gefertigt wird. Das ist natürlich
bei kleineren Stückzahlen auch möglich, das Ganze hier in-house zu machen. Das kommt aber immer ganz auf das Produkt drauf an. Was weiß ich, wenn es zum Beispiel eine Pistolenmagazintasche ist oder sonst irgendwas Kleines, was man auch nur in einer geringen Stückzahl fertigt, das kann komplett auch alles hier realisiert werden. Aber alles, was darüber hinausgeht, wird natürlich dann auswärts gefertigt. Das machen alle so. Anders kann man halt auch gar nicht den Preis, den die Behörden oder auch der Endkunde bereit ist zu zahlen, nicht realisieren. Wir haben hier einmal für euch auch, weil Lindnerhof gibt es ja schon eine Weile, wie der Jakob erzählt hat, haben wir für euch einmal hier die Highlights dem Plattenträger mitgebracht, um einfach mal euch zu zeigen, wie die Entwicklungsschritte von 2009 bis heute stattgefunden haben. Das fing natürlich alles an hier mit dem ersten Plattenträger. Was da Modell gestanden hat, sieht man ja ganz klar. Das ist auch nach dem amerikanischen Vorbild der Eagle Cirrus. Groß, breit, mit Soft Armor mit dabei. Trägt heute eigentlich keiner mehr so in dem Stil. Und dann kam hier schon der erste Plattenträger, natürlich auch mit Schnellabwurfsystem. Und hier aber auch noch ganz klar klassisch mit Gurtband verarbeitet. Die nächste Generation wurde dann nochmal etwas leichter. Man hat hier auch dann mehr Wert auf den Komfort gelegt, ne, im Vergleich zum Vorgänger, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt, man musste sich da erstmal reinarbeiten in dieses Plattenträger-Thema. Das ist ja für alle Firmen gleich gewesen, Neuland gewesen. Früher hat man immer Soft Armor drunter getragen und dann in der Neuzeit wurde das dann immer moderner und immer mehr Polsterung notwendig. Dann kam hier schon der Plattenträger, der lange, lange Zeit ist und war der Verkaufsschlager bei Lindnerhof, wo man hier auch noch ein Schnellabwurfsystem hat. Klassisch Molle, den sieht man sehr, sehr häufig bei Einheiten im Einsatz. Innen drin natürlich auch mit Polsterung. Und hier hat man sogar das Ganze so aufgebaut, dass man hier die Polster auch abnehmen kann, um den Abstand entweder zu erweitern oder zu verringern, je nach Präferenz. Und dann ging es schon los mit dem Schnallensystem. Ihr habt im Endeffekt aktuell auf dem Markt 4 verschiedene Schnallensysteme. Ihr habt einmal First Spear, ihr habt die Rockschnallen, dann diese undefinierbaren Schnallen, deren Markennamen ich mir nie merken kann, mit einer Feder, halte ich auch tatsächlich nicht viel von, und das eigene System von Lindnerhof, die Hakenschnalle. Die Hakenschnalle ist tatsächlich eine sehr coole Lösung, meiner Meinung nach, weil man hier einfach, egal in welche Richtung man sie öffnen will für einen Schnellabwurf, hat man hier stressfrei die Möglichkeit. Ja, man kann zur Seite, man kann nach oben, nach unten, man kann hier wirklich die Hakenschnalle relativ schnell trennen und hat trotzdem aber noch genug Widerstand, dass sie sich nicht versehentlich lösen kann. Bei dem Modell hier, seht ihr, habt ihr die breiten Schnallen unten und oben hier die für 40 mm Gurtband. Auch da ist da die Entwicklung weitergegangen, das zeige ich euch dann gleich in der nächsten Stufe. Aber da seht ihr einfach schon mal den Unterschied. Und hier, das ist auch gut zu sehen, da hat man dann auch schon angefangen mit Lasercut zu arbeiten. Ihr habt ja also einen Hybridplattenträger mit klassischer Molle hier im oberen Bereich und hier unten auch schon mit Lasercut verarbeitet. Und die Entwicklungsstufe sieht man natürlich dann auch in den nächsten Plattenträgern. Und hier hat man auch schon wieder gesagt, um Gewicht einzusparen, die Plattenträger wurden immer leichter. Wenn ich mir überlege, was dieser erste Plattenträger da gewogen hat und der hier wiegt, das ist ein massiver Unterschied. Hier habt ihr dann auch schon das schmälere Gurtband eingesetzt, einfach weg vom 25 mm Gurtband, weil es einfach nicht notwendig ist. Die Haltekraft von einem schmäleren Gurtband ist auf jeden Fall gegeben. Und hier dann auch ganz neu die 25 mm Gurtschnalle. Einfach auch da, um möglichst wenig Material im Schulterbereich zu haben, hat man hier eingesetzt. Hier sieht man es auch noch mal ganz schön. Im Endeffekt fast der gleiche Plattenträger, minimale Änderungen, aber auch hier immer Bestrebungen, das Ganze weiterzuentwickeln, auch mit Zip-on-Panels und so weiter und so fort. Wir sind angekommen beim aktuellen Highlight, dem Ultralight-Plattenträger. Den haben wir euch schon auf der GPEC vorgestellt und werden den euch auch sicher noch mal im Detail bei uns im Studio vorstellen. Im Endeffekt geht es darum, bei Lindnerhof hat man jetzt gesagt, man möchte jetzt nicht einfach nur noch immer neue Produkte rausbringen, sondern eben auch Produktfamilien vereinen, schauen, dass das alles untereinander modularer nutzbar ist, kompatibler ist mit den eigenen Produkten, aber auch mit Fremdprodukten, wie zum Beispiel gut zu sehen jetzt hier bei den neuen Plakats, die sie hier einsetzen. Im Endeffekt hat das ja jeder Hersteller inzwischen auch so gelöst, oder viele Hersteller machen es ja so, dass diese Frontflaps, die man hier aufsetzen kann, dass die verschiedene Möglichkeiten bieten, befestigt zu werden. Einmal natürlich hier mit Fastex-Schnallen, aber ich könnte zum Beispiel auch hier die Fastex-Schnallen wegbauen, das Ganze direkt an Molle befestigen oder eben mit G-Hooks arbeiten oder anderen Buckles, wenn ich irgendwie das
in einer anderen Möglichkeit befestigt haben möchte. Und natürlich eben der schnelle Wechsel, wie ihr es gerade gesehen habt, soll natürlich auch möglich sein. Das Ganze gibt es als Molle-Variante und einmal hier mit den Schnellziehtaschen von Lindner Hof. Da möchte ich vielleicht auch gerade noch was zu sagen. Das Design sieht man ja, kennt man ja. Ich habe hier mal den Urheber des ersten Designs von so Schnellziehtaschen herausgebracht. Es ist aber keine Kopie, sondern das haben wir tatsächlich gestern auch gelernt, gestern Abend im Erstgespräch. Fand ich sehr spannend. Im Endeffekt ist es so, dass bei diesen Taschen hier der Rahmen vernietet wird. Das heißt, man hat hier eine U-Form. Wenn ich ein Magazin einführe, habe ich eine Multikaliber-Tasche, wo ich verschiedene Magazine von unterschiedlichen Waffensystemen einsetzen kann, aber eben mit einem fix definierten unteren Bereich. Das heißt, es gibt immer einen trichterförmigen Einsatz, wo das Magazin eingesetzt wird. Und bei der Lindner Hof Multikalibertasche ist es eben so, dass hier zwei ineinanderlaufende L-Formen verwendet werden, die sich dann auch unten in einem gewissen Bereich noch weiten können. Das heißt, man hat hier niemals das Problem bei größeren Magazinen, wie zum Beispiel HK 416 oder auch eben 762er Kaliber, wo es unten breiter wird, wo man hier dann das Magazin fast gar nicht mehr raus oder rein bekommt. Das ist hier mit den Taschen deutlich eleganter gelöst, muss man sagen. Ja, beim Material hat sich natürlich auch was getan. Ihr kennt die Produktbezeichnung HL bei Lindner Hof, das ist das Hybridlaminat, und inzwischen wird halt sehr viel mit dem MX-Laminat gearbeitet. HL-Laminat, im Grunde kann man sich vorstellen, man hat eine Lage Cordura und dann ein bisschen Aramid und dann nochmal eine Trägerplattform. Und das Ganze ist natürlich sehr gut gegen die Wasseraufnahmen, sage ich mal. Also gerade bei maritimen Einsätzen wird dieser Plattenträger nicht deutlich schwerer oder fast nicht schwerer. Das Einzige, was da im Endeffekt Wasser aufnehmen kann an diesen Plattenträgern, ist der Klett. Alles andere nimmt kein Wasser auf. Und bei dem MX-Material, oder beziehungsweise nochmal zurück zum HL, beim HL ist der einzige Nachteil in Anführungszeichen, dass durch diese Webeart nach intensiver Nutzung die Lasercut-Schlitze so ein bisschen ausfranseln, sage ich mal, dass man die Fäden sieht. Das ist aber rein kosmetischer Natur, also die Haltbarkeit ist jetzt nicht schlechter gegenüber MX, aber man hat natürlich dann da Fäden rausstehen. Gerade vielleicht im Polizeibereich, wo ich sage, wenn ich jetzt meine Polizeiweste in schwarz habe und dann die weißen Fäden rausstehen, das ist natürlich nicht so schön. Da ist das MX-Material, was selbst entwickelt wurde mit Lindner Hof zusammen, ist da natürlich die deutlich bessere Wahl. Ja, und das ist jetzt auch das, was zum Einsatz kommt in Zukunft und wo auch die Umstrukturierung bei Lindner Hof kommt. Wir haben uns auch sagen lassen, dass die Taschen, die jetzt umgearbeitet werden von LH auf MX, dass da nicht einfach nur stumpf die Taschen 1:1 übernommen werden. Also im Endeffekt, sagen wir mal, wir haben jetzt hier so eine Tasche, Multikalibertasche, und dass die dann einfach nur als MX rausgebracht wird, sondern wo es geht, wird das Ganze natürlich auch unter den aktuellen Möglichkeiten der Technologie neu betrachtet und entsprechend verbessert. Ja, wie zum Beispiel hier bei dem Pack, der auch für den Plattenträger designt ist, um das hier mit anbringen zu können. Den gibt es ja auch schon jetzt gut 3 Jahre, würde ich sagen. Und auch hier wird es dann irgendwann in naher Zukunft mal eine neue Version geben, wo im Endeffekt dann auch nochmal ein Facelift gemacht wird, wo nochmal neu betrachtet wird und Überarbeitung stattfinden wird. Ich habe es vorhin erwähnt, bei der Modularität ist hier auch nochmal dran gedacht worden, das Ganze zu erweitern. Und da kommen wir zum Ausblick zu den neuen Produkten, die jetzt entweder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos schon verfügbar sind oder eben in den nächsten Wochen verfügbar sein werden. Das ist zum einen hier für den Plattenträger, wenn man gesagt hat, man will jetzt hier nicht nur einen Plattenträger anbieten, sondern eben einfach eine multimodulare Plattform, wo ich sagen kann, ich habe jetzt hier meine Frontplate und ich brauche jetzt für den Dschungeleinsatz oder sonst irgendwas oder zum Fallschirmspringen brauche ich jetzt hier vielleicht ein Chest-Rig-Harness. Dann kann ich hier einfach hergehen und das neue Harness von Lindner Hof hier an die Hakenschnallen anbringen. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze eben auch so zu nutzen, dass ich das an einem Chest-Rig habe ich den Rücken komplett frei mit der Platte. Könnt hier auch tatsächlich in diesem System den Rucksack einhängen, also habe ich auch wieder in die Richtung eine Modularität und das ist, denke ich, genau der richtige Weg, um halt die maximale Flexibilität zu bieten.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Lindnerhof ist jetzt ja Teil der Mela Vario Group und das beinhaltet auch UF Pro und das wiederum hat natürlich dann auch Vorteile für die ganzen Tochterunternehmen. Hier hat man nämlich in Kooperation mit UF Pro die neue Combat-Garnitur entwickelt, haben wir euch ja auch schon auf der GPEC kurz mal angeteasert und die Besonderheit jetzt an dieser Garnitur ist für alle, die den Vorteil haben, die GPEC oder auch die Enforce-Tag oder die IWA zu besuchen. In den letzten Jahren bei Lindnerhof gab es immer sehr, sehr coole Combat-Uniforms zu sehen, die dann leider aber nur für die Behörden erhältlich waren und der Endkunde nicht kaufen konnte. Jetzt ist das erste Mal, dass man hier auch die Möglichkeit hat, diese Combat-Uniform, die auch dann für die Behörden verfügbar ist, auch für den Endkunden verfügbar zu machen, finden wir tatsächlich eine sehr, sehr spannende Sache. Bei Lindnerhof gibt es aber nicht nur eigene Produkte, denn es wäre gelogen, wenn eine Firma es schafft, in allem spezialisiert zu sein. Das heißt, man sucht sich Partner oder Firmen, die im Endeffekt die Lücken schließen, um dann auch geschlossen bei Ausschreibungen teilnehmen zu können oder auch um sagen zu können, okay, wir haben jetzt hier im Bereich Plattenträger sind wir super, aber wir brauchen jetzt nochmal einen Partner, der Rucksäcke zum Beispiel herstellt. Und da ist bei Lindnerhof die Partnerschaft mit Mystery Ranch, das heißt das Mystery Ranch Sortiment sowohl der zivilen als auch der militärischen Linie habt ihr hier verfügbar und natürlich das Ganze auch nochmal mit Eberle-Stock. Also diese beiden Marken werdet ihr im Shop-System von Lindnerhof HQG werdet ihr das finden. Das heißt, da habt ihr auch die volle Auswahl. Und eine weitere Partnerschaft besteht mit Edelried. Für alle, die irgendwie im Kletterbereich oder im Abseilbereich arbeiten, hier hat man jetzt gesagt, man macht einen Abseilgurt, den gibt es schon länger. Ich will den einfach nur mal erwähnen, um zu zeigen, dass da auch Partnerschaften mit Firmen bestehen, wo halt eben Schnittstellen sind. Und dieser Abseilgurt hat hier die Möglichkeit, direkt als Hosengürtel, als Untergürtel für den Battlebelt getragen zu werden. Ihr seht, ihr habt hier eine Flauschfläche. Das heißt, ihr könnt direkt ein Battlebelt oben drauf packen und braucht dann eigentlich nur die Beinschlaufen einzuhängen, hinten zu fixieren und habt dann damit ein Abseilgeschirr. Und dafür neu ist jetzt auch hier der Wrap im Endeffekt, dass ihr auf diesen Gürtel direkt hier Mollematerial aufbringen könnt. Das wäre auch nochmal eine Variante, um entsprechend dann auch noch variabler und modularer zu sein. Ganz zum Schluss habe ich mir noch nicht geholt. Doch, hier. Ha, ich habe sie hier versteckt. So viel Zeug auf dem Tisch. Das ist wie Weihnachten heute für mich. Mit dabei auch noch Salomon im Schuhbereich. Auch da, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Lindnerhof wäre schön blöd, wenn sie selber Schuhe herstellen würden, weil das ist im Endeffekt, brauchst du da auch wieder spezialisierte Leute. Und da vertraut das Unternehmen auf Salomon. Das heißt, auch das Sortiment habt ihr hier vollumfänglich zur Verfügung. Ich denke, das ist jetzt im Großen und Ganzen alles, was wir euch bei Lindnerhof zeigen können. Wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen Transparenz gebracht haben. Wir haben viel Korrespondenz gehabt. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren sehr bedeckt gehalten, einfach auch aus der Historie bedingt, weil die Gründer und Macher natürlich alle irgendwo ehemalige Spezialkräfte sind. Da geht man nicht so wirklich an die Öffentlichkeit. Man hat da so sein Ding gemacht. Da ist jetzt aber auch der Umbruch zu spüren. Das Unternehmen möchte mehr an die Öffentlichkeit gehen und möchte mehr sich präsentieren. Das finden wir einen sehr, sehr tollen Zug einfach, weil je mehr du Kontakt hast natürlich zum Endkunden, zu euch da draußen oder auch zu den Behörden, desto besser kann man sich auch entwickeln. Wenn euch irgendwas noch fehlt oder wenn ihr noch irgendwas sehen wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Servus.